Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute habe ich eine ganz besondere Schnitzeljagd für euch. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid, obwohl es nicht ein regulärer Upload-Tag ist, aber heute gibt es auch ein ganz besonderes Video, denn ich darf Teil der Bücherschnitzeljagd sein von Sarah vom Kanal Alice im Bücherland. Das Ganze läuft so ab, dass wir uns gegenseitig 5 Aufgaben gestellt haben und mit diesen 5 Aufgaben gehen wir in die Buchhandlung und müssen diese lösen, indem wir Bücher zu diesen Aufgaben finden. Da gerade ein neues Jahr angefangen hat, drehen sich die Aufgaben alle auch so ein bisschen um das Thema Neuanfang, Jahresbeginn. Sarah hat mir 5 sehr, sehr spannende Aufgaben gestellt und ich werde losgehen in die Buchhandlung und versuchen, Bücher dazu zu finden. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, ich freue mich mega darauf. Ich nehme euch natürlich mit beim Einkaufen und werde euch hinterher zeigen, welche Bücher ich für diese Challenge gekauft habe. Welche 5 Aufgaben Sarah mir gestellt hat, seht ihr jetzt. Hallo liebe Pia und hallo an alle Zuschauer von Pia. Mein Name ist Sarah vom Kanal Alice im Bücherland und ich darf der Pia heute Schnitzeljagdaufgaben stellen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf deiner Schnitzeljagd, Pia, und ich hoffe sehr, dass du mit meinen Aufgaben was anfangen kannst, denn bei der Schnitzeljagd geht es ja wirklich darum, sich einfach mal ein bisschen treiben zu lassen. Neujahr hat angebrochen und neues Jahr, neues Glück. Suche dir ein Buch aus, das gerade erst erschienen ist und dich irgendwie neugierig macht. Aufgabe 2. Pia, gibt es einen Autor oder eine Autorin, die du letztes Jahr erst neu entdeckt hast? Dann such dir doch ein weiteres Werk von ihr oder ihm aus und vielleicht kann dich das genauso begeistern wie das erste Buch. Neues Jahr, vielleicht traut man sich da auch so ein bisschen aus seiner Comfortzone raus. Suche dir doch mal ein Buch aus einem Genre, was dir nicht so bekannt ist, in dem du dich normalerweise nicht so herumtreibst, und da bin ich besonders gespannt drauf. Bei mir wären es wahrscheinlich so historische Romane und ich kenne das, mir fällt das dann immer so ein bisschen schwer, mich auf Neues einzulassen, aber meistens sind das dann auch genau die Momente, in denen man vielleicht auch eine neue Welt entdeckt für sich. Hübsch und neu ist die 4. Aufgabe. Pia, such dir ein Buch aus, was dich total anspricht, was ein wunderschönes Cover hat, aber du darfst nicht lesen, worum es geht. Ist ein bisschen gemein, ne? Die 5. Aufgabe lautet, suche dir ein Buch aus, das sich mit einem Thema beschäftigt, mit dem du dich vielleicht im neuen Jahr mal auseinandersetzen möchtest. Das kann ein Ratgeber sein, das kann ein tolles Kochbuch sein, vielleicht sagst du, du möchtest neue Rezepte ausprobieren. Da bist du ganz frei und darfst da auch frei wählen. So, das waren meine Aufgaben, Pia. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Schnitzeljagen und freue mich dann auf deine Aufgaben. Es ist einfach eins meiner Lieblingsformate. Ich gucke die Schnitzeljagden mindestens genauso gerne, wie ich sie drehe. Und an alle anderen nochmal ein verspätetes, frohes neues Jahr. Das sind wirklich 5 super Aufgaben und ich bin sehr gespannt, ob ich es schaffen werde, in der Buchhandlung auch alle Aufgaben zu lösen und Bücher dazu zu finden. Wie gesagt, ich nehme euch mit. Und ich würde sagen, los geht's! Heute ist Shopping-Tag und ich freue mich so sehr, weil das letzte Mal, dass ich wirklich richtig in der Buchhandlung war und einfach Bücher gekauft habe für mich, ist sehr lange her. Und ich habe mir die Aufgaben nochmal angeguckt von Sarah und da sind einfach auch so coole Aufgaben bei, auf die ich mich total freue, mir da was Schönes auszusuchen. Beispielsweise ein Buch, das gerade erschienen ist, weil das ist so schön offen, so halt überhaupt nicht auf ein Genre eingegrenzt oder so. Da kann ich wirklich so richtig schön bei den Neuerscheinungen stöbern. Da freue ich mich total drauf. Ich habe mir jetzt im Vorhinein auch überhaupt gar keine Gedanken dazu gemacht. Also habe jetzt nicht irgendwie im Internet irgendwelche Neuerscheinungen durchgeguckt oder so. Nee, da will ich mich halt wirklich komplett von der Buchhandlung inspirieren lassen. Genauso freue ich mich total, was zu suchen zur 5. Aufgabe, Neues wagen. Eine Biografie oder ein Sachbuch oder ein Kochbuch zu etwas, dass ich vielleicht etwas Neues wagen möchte und da zu stöbern. Ich freue mich da so sehr drauf und deswegen, ich trinke noch meinen Kaffee auf und dann gehe ich gleich los, beziehungsweise ich fahre mit dem Fahrrad in die Stadt. Ich werde zur Meierschen am Neumarkt gehen, weil das für mich einfach am nächsten ist und da gibt es einfach die größte Auswahl. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass das mit dem Film da auch klappt. Ich werde natürlich versuchen, so ein paar Momente einzufangen und auch so ein bisschen, falls ich zwischen Büchern schwanke oder so, das euch alles zu zeigen. Aber die
Ja, finalen Bücher, die es dann letztendlich werden, seht ihr dann natürlich nach diesem Shopping-Teil. Und vergesst natürlich auch bitte nicht, bei Sarahs Kanal vorbeizuschauen und euch ihr Video dazu anzuschauen. Da seht ihr dann meine Aufgaben, die ich Sarah gestellt habe und wie sie einkauft und welche Bücher sie für diese Aufgaben ausgewählt hat. Nicht vergessen, verlinke ich euch. Ich trinke aus und dann geht's los in das wunderschöne Mistwetter da draußen. Es ist ja nicht schön. Es ist nicht gemütlich draußen. You may think that I know too much, but no, it's never too much. Because when push comes to... Jetzt bin ich hier und irgendwie, ich weiß nicht warum, bin ich überfordert. Ich hatte vor allem eben eine richtig gute Idee für einen Autor, von dem ich mehr lesen möchte, den ich im letzten Jahr entdeckt habe. Ich habe nämlich an Layla von Colleen Hoover gedacht, weil ich ja Verity gelesen habe letztes Jahr, das ein richtiges Highlight für mich war. Aber Layla gibt es nicht. Vielleicht steht es aber auch woanders und nicht bei den New Adult-Titeln. So, ich bin jetzt mal hier. Mal gucken. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, was ich will. Ich weiß aber nicht, ob ich das finde. Ich habe schon so ungefähr was in die Richtung, bin mir da aber noch nicht so ganz sicher. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was Spezifischeres, aber ich gucke mal. comes to shove, girl, just trust I won't get sick of us. Hold up, simmer. Comfort queen, my squeezing knight who opens up this package is too tight. Ho, whoa. And know you got it like that. Bring it on back, cause you got it like that. Ah, yeah. And know she got it like that. Sometimes desserts are best when last. Oh, your daddy gonna beat my ass. Problem. Ich kann mich nicht entscheiden. Es geht um den Coverkauf und ich bin bei den Fantasy-Büchern. Das hier finde ich wunderschön, die Erbin des Windes. Oder, das ist auch ein wunderschönes Buch, die Stadt aus Messingen. Oder das finde ich auch sehr schön, aber rein vom Cover her finde ich das hier, glaube ich, am schönsten. Oder, ich habe noch was Schöneres gefunden. Guck mal, wie hübsch das hier ist. Das ist aber leider Teil 3, so wie ich es verstanden habe. Und das ist Teil 2. Und den ersten gibt es nicht. Sonst hätte ich nämlich sofort den ersten davon gekauft. Okay, komm mal nur zurück. Ich glaube, ich habe noch was Schöneres gefunden. Guck mal, das ist aber schön. Ich glaube, das nehme ich. Noch nie gesehen, noch nie irgendwas von gehört. Es ist vollbracht. Ich bin wieder zu Hause von meiner Shoppingtour und ich habe 3 der 5 Aufgaben gelöst. Die Bücher sind hier in der Tüte und welche es geworden sind, zeige ich euch jetzt natürlich. Und ich fange ja in der Reihenfolge der Aufgaben an. Und das erste war ein Buch, das gerade erst erschienen ist. Und ja, habe ich mich sehr darüber gefreut. Habt ihr, glaube ich, auch eben kurz gesehen. Und zwar ist das dieses hier, 13 von Steve Kavanaugh. Dieses Buch war auf so einem extra Tisch und es hat mich schon ziemlich direkt dahin gezogen, weil dieser Satz, der Serienkiller steht nicht vor Gericht, er sitzt in der Jury, das hat mich so neugierig gemacht. Und dann habe ich aber gedacht, blöd, das passt nicht zu keiner der Aufgaben irgendwo. Aber dann ist mir aufgefallen, dass an dem Tisch unten steht, frisch eingetroffen. Und dann habe ich mal reingeguckt, wann das erschienen ist. Und tatsächlich Januar 2022, also ganz frisch erschienen. Und da habe ich mich so drüber gefreut, dass ich dieses Buch im Rahmen dieser Challenge doch kaufen kann. Hier geht es wohl darum, dass eine Frau und ihr Liebhaber ermordet wurden. Und es geht um den Strafverteidiger Eddie Flynn. Und es wurde jemand wegen dieser Morde angeklagt. Und diesen Strafverteidiger beschleicht aber irgendwann das Gefühl, dass der Angeklagte nicht wirklich der Mörder ist, sondern dass das Ganze ein Plan ist und der eigentliche Mörder halt in der Jury sitzt. Das heißt, einer der Geschworenen ist. Und das, finde ich, klingt extrem spannend und ich freue mich so sehr auf diesen Thriller. Ist im Goldmann Verlag erschienen. Ich habe auch echt richtig Bock auf einen Thriller, deswegen passt das einfach gerade perfekt in meine Stimmung. Die zweite Aufgabe war ja ein Buch von einem
Autor, den ich im letzten Jahr entdeckt habe. Und ja, also ich habe es ja schon eben beim Shoppen kurz gesagt, Colleen Hoover ist mir da eingefallen, weil ich muss sagen, ich habe Colleen Hoover nicht letztes Jahr entdeckt, aber also ich habe schon vor vielen, vielen Jahren ein Buch von ihr gelesen, das war aber gar nicht meins. Aber ich habe letztes Jahr Verity von Colleen Hoover gelesen, das mir sehr gut gefallen hat, dass er eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat als die bisherigen Bücher von ihr, wo es ja eher um das Thema Romance ging. Layla soll ja jetzt so ein bisschen in die ähnliche Richtung gehen wie Verity. Das heißt, wir haben hier nicht, es steht halt keine Romance, keine Liebesbeziehungen mit Hindernissen von zwei im Zentrum, sondern das Ganze hat halt auch so einen Mystery-Anteil. Layla steht schon länger auf meiner Wunschliste, weil ich einfach... Ja, Verity gehörte ja zu meinen Highlights aus dem letzten Jahr. Ich fand es richtig großartig und deswegen wollte ich Layla, nachdem es erschienen ist, dann auch sehr gerne lesen und da passt das einfach jetzt perfekt in diese Challenge, wie ich finde. Auch wenn ich Colleen Hoover nicht prinzipiell entdeckt habe im letzten Jahr, aber ich habe diese Art von Roman von ihr für mich entdeckt. Hier geht es ja wohl um Leeds und Layla, in erster Linie zwar schon irgendwie eine Romance, aber dann ist es wohl so, dass Leeds Ex-Freundin versucht, Layla, seine neue Freundin, zu erschießen, umzubringen. Und darum geht es wohl in diesem Buch. Genaueres weiß ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, das ist ein Titel, der mir auf jeden Fall, so wie Verity auch, sehr gut gefallen könnte. Zur dritten Aufgabe, ein Buch aus einem mir fast noch unbekannten Genre, habe ich ehrlich gesagt nichts wirklich gefunden oder nichts gefunden, was mich jetzt so richtig angesprochen hat. Fand ich sehr schade, weil ich gehe ja halt auch gerne so ein bisschen aus meiner Komfortzone heraus und probiere was Neues aus und ich habe aber einfach nicht den passenden Titel zu dieser Aufgabe gefunden. Und die vierte Aufgabe hat mir auch ein paar Schwierigkeiten bereitet, obwohl ich anfangs nicht gedacht habe, dass das der Fall sein wird, denn in der vierten Aufgabe ging es ja darum, ein Buch nur nach dem Cover zu kaufen und nicht den Klappentext dazu zu lesen. Und das fand ich echt schwierig. Ich war halt erst so bei den Jugendbüchern und da war halt auch erst ein Buch, wo ich gedacht habe, okay, das Cover gefällt mir, aber es war halt gar nicht so, dass ich gedacht habe, das auf jeden Fall, das Cover finde ich so toll, das Buch möchte ich gerne haben. Und außerdem war es da auch so, dass das Cover und der Titel eigentlich schon so viel vom Inhalt verraten hat oder worum es so grob geht, dass ich dann halt auch gedacht habe, nee, ich gucke noch mal nach was anderem. Und hatte dann so ein bisschen Sorge, habe kein wunderschönes Cover gefunden, wo ich gedacht habe, so, da könnte mir der Inhalt auch richtig gut gefallen. Dann war ich aber in der Fantasy-Abteilung und da konnte ich mich, wie ihr gesehen habt, wirklich kaum entscheiden. Und letztendlich, ist die Wahl hierauf gefallen. Der seltsame Fall der Alchemistentochter von Theodora Goss. Und jetzt schaut euch mal an, wie toll das aussieht. Ja, mega schön. Also dieses Cover hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Und ich habe nicht gelesen, was hinten drauf steht, aber für mich war es so erstens so das Cover und dann halt Alchemistentochter. Das klingt halt auf jeden Fall nach meinem. Und dann hier so die Details, die auf dem Cover sind. Ich glaube, das könnte was Gutes sein. Und wir lesen jetzt mal gemeinsam den Klappentext, beziehungsweise ich lese ihn jetzt mal vor. Alles, was ich habe hinten drauf geguckt, weil mein Problem war in der Fantasy-Abteilung, das sind ja häufig Reihen und ich hatte natürlich Sorge, dass ich jetzt nicht den ersten Teil einer Reihe kaufe, sondern irgendwas mittendrin und hier hinten drauf, es ist wohl auch eine Reihe, aber hier hinten drauf sind noch weitere Titel, allerdings der hier, das ich jetzt letztendlich gekauft habe, ist auch das... scheint der erste zu sein, gehe ich mal von aus. Die verwaiste und mittellose Mary Jekyll versucht mehr über die mysteriöse Vergangenheit ihres verstorbenen Vaters herauszufinden. Ein Hinweis führt sie auf die Spur von Edward Hyde, dem ehemaligen Freund und Mörder ihres Vaters. Die Belohnung, die auf Hydes Kopf ausgesetzt wurde, könnte sie auf einen Schlag aus ihren finanziellen Nöten befreien. Auf ihrer fieberhaften Jagd lernt sie Hydes Tochter Diana kennen, erhält unversehens Unterstützung von Sherlock Holmes und Dr. Watson und freundet sich mit einer Reihe monströser Frauen an, die allesamt durch entsetzliche Experimente erschaffen wurden. Beatrice Rappaccini, Catherine Moreau und Justine Frankenstein. Bei ihren gemeinsamen Ermittlungen stoßen sie auf eine skrupellose Geheimgesellschaft und auf machtversessene Wissenschaftler. Außerdem müssen sie sich den wahren Monstern stellen und ihrer eigenen Vergangenheit.
Ich bin gerade so froh, dass ich dieses Buch gewählt habe. Das war eine richtig, richtig geile Aufgabe und ich bin sehr froh, dass ich nochmal da in die Fantasy-Abteilung gegangen bin und das klingt der Hammer. Ich hoffe, das ist jetzt auch wirklich der erste Teil. Und hallo Sherlock Holmes und Watson? Wie geil ist das denn? Hammer. Oh mein Gott, hier freue ich mich gerade so sehr drauf. Oh, cool, Sarah. Danke für diese Aufgabe und dass ich dieses Buch entdeckt habe. Ich glaube, ohne diese Challenge wäre ich wahrscheinlich dran vorbei, also nicht dran vorbeigelaufen, aber wäre wahrscheinlich gar nicht so gezielt ins Fantasy-Regal gegangen, wo das gerade hier drin ist. Sehr lange hatte ich auch dieses hier, Die Stadt aus Messing, in der Hand von S.R. Chakraborty. Ist auch so ein Buch, das ich viel bei englischen YouTubern gesehen habe und deswegen war mir das Buch auch ein Begriff. Ich finde das Cover wunderschön und ich wusste aber nicht so ganz, worum es geht, ehrlich gesagt. Aber letztendlich bin ich mehr als happy, das hier gefunden zu haben. Bei der 5. Aufgabe ging es dann ja darum, einen Ratgeber beispielsweise zu suchen oder ein Kochbuch mit mit dem Thema zu etwas Neuem, dem ich mich diesem Jahr stellen möchte. Und ihr habt, glaube ich, gesehen, dass ich dazu lange Zeit die 1%-Methode in meinem Korb hatte, habe mich letztendlich aber dann doch dagegen entschieden, weil das nicht so ganz dazu gepasst hat, was ich eigentlich so im Kopf hatte. Ja, ich habe auf jeden Fall so ein paar Pläne für das neue Jahr und so ein bisschen passt das dazu und ich wollte aber auch wirklich dann was für diese Challenge kaufen, was halt wirklich zu 100% zu dem gepasst hätte, was ich halt mir vorgenommen habe für das neue Jahr und da habe ich nichts zu gefunden. Deswegen muss ich da leider sagen, bei der Aufgabe musste ich passen, aber es sind 3, wie ich finde, sehr, sehr coole Bücher geworden und ich bin mehr als gespannt darauf und ich freue mich sehr, diese jetzt aufgrund der Challenge entdecken zu dürfen. Vielen Dank, liebe Sarah, dass ich bei deiner Bücherschnitzeljagd dabei sein durfte, dass ich Teil des Ganzen sein durfte. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich freue mich auf meine neuen Bücher. Und ich hoffe, auch euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!